In diesem Video zeige ich eine der schönsten Städte im Elsass. Wir schauen auf die schönsten Sehenswürdigkeiten von Colmar. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von daheim und unterwegs. Wir sind in Colmar. Keine Sorge, das hier ist nicht New York. Am Ortseingang in diese tolle Stadt wird man von einer Replik der berühmten Freiheitsstatue begrüßt. Sie steht hier zu Ehren ihres Schöpfers Frédéric Auguste Bartholdi, der 1834 hier in Colmar geboren wurde. Alle wichtigen Sehenswürdigkeiten von Colmar liegen innerhalb weniger 100 Meter in der Altstadt, sehr praktisch für eine Erkundung zu Fuß. Starten wir im Parc du Champ du Mars, einer öffentlichen Parkanlage direkt im Stadtzentrum. Hier fanden früher militärische Übungen und öffentliche Zeremonien statt. Zur Kaiserzeit wurden hier knapp 200 Linden gepflanzt, die an heißen Sommertagen reichlich Schatten spenden. Verlässt man das Marsfeld in Richtung Norden, gelangt man in den Bereich eines großen Karussells. Wenn man mit einem Kind unterwegs ist, hat man hier die Möglichkeit, etwas durchschnaufen zu können. Der Nachwuchs und man selbst kann eine Zeitreise machen. Dieses Karussell ist originalgetreu so gebaut, wie sie im Jahre 1900 gebaut wurden. Das hier zu sehende und zu fahrende ist das größte hölzerne Karussell in Frankreich und eines der schönsten, das ich je gesehen habe. Direkt angrenzend gibt es eine kleine Terrasse, auf der man süße französische Spezialitäten genießen kann. Auch der nächste reguläre Spielplatz ist nur wenige Meter entfernt. Hier ist ein Ort, an dem Alt und Jung in ewiger Jugend zueinander finden. Die Galerie dieses Indoor-Karussells sorgt dafür, dass man dieses herrliche Stück Nostalgie bei jedem Wetter, im Winter wie im Sommer, genießen kann. Es ist eine wunderschöne Zeitreise. Direkt an das Karussell grenzt der Place Rapp, benannt nach dem General Jean Rapp. Die hier zu sehende Statue ist das erste öffentliche Denkmal Auguste Bartholdis. Er war bei seiner Erbauung noch nicht einmal 20 Jahre alt. Auf dem Platz ist auch ein in den Boden eingelassener Springbrunnen. Viel Spaß mit den Kleinsten. Wieder nur wenige 100 Meter weiter nördlich sind wir hier am Platz d'Unterlinden. Hier spürt man den Puls der Stadt Colmar, denn wir stehen hier unmittelbar vor dem Musée Unterlinden. Es ist das meistbesuchte Museum Frankreichs außerhalb von Paris. Auf dem Platz kann man im Hintergrund die für den Elsass so typischen Fachwerkhäuser entdecken. Ursprünglich war das Museum ein Kloster. Im Zuge der Säkularisation wurde es ein Museum. Das Herzstück des Museums ist der Isenheimer Altar von Matthias Grünewald aus den Jahren 1512 bis 1516. Die einzelnen Bildtafeln sind in einem separaten Raum des Museums ausgestellt und man erfährt Ehrfurcht, wenn man vor ihnen steht. Damit die Besucher sich vorstellen können, wie die Aufstellung des Isenheimers Altares war, findet man an einer Wand im Kreuzgang einen kleinen Nachbau. Ganz außen ist die Kreuzigungsszene mit Johannes dem Täufer als erstes Wandbild, wenn das Polytychon geschlossen ist. Das zweite Wandbild, das zuvor von den äußeren Altarflügeln verdeckt war, zeigt Mariä Verkündigung, das Engelskonzert, Christi Menschwerdung sowie Christi Auferstehung. Das dritte Wandbild zeigt den Altarschrein mit Schnitzplastiken. Christus ist hier im Zentrum von den 12 Aposteln umgeben. Die einzelnen Teile des aus 11 gemalten Tafeln bestehenden Altarbildes sowie die geschnitzten Figuren sind in 3 Gruppierungen im Museum zu finden. Der ursprüngliche Zustand mit den beweglichen Altarbildern musste aus Platzgründen aufgegeben werden, zugunsten einer getrennten Aufstellung der einzelnen Tafelbilder. Verlässt man das Museum und taucht ein in die Romantik des Platzes, ist man in einer der schönsten Orte der Stadt. Hier verläuft ein kleiner Bach, der zwar meist unterirdisch ist, aber an manchen Stellen doch deutlich zu erkennen ist. Man geht gefühlt über eine kleine Brücke zur nächsten. Die berühmten Fachwerkhäuser der Altstadt lassen den Besucher die Geschichte der Stadt spüren. Direkt vor dem Museum Unterlinden ist Start- und Zielpunkt der grünen Petit Train Touristique de Colmar.
Man verbindet sich mit Kopfhörern an die Durchsagen und erlebt eine etwa 45-minütige Rundfahrt durch die charmante Altstadt von Colmar. Mit dieser grünen Bimmelbahn taucht man während der Rundfahrt in seine vielgestaltige Architektur, Topographie und Natur ein. Ein absoluter Höhepunkt der Rundfahrt ist das Viertel Petit Venice, das kleine Venedig. Hierbei handelt es sich um das am Fluss Lauch gelegene Viertel Grötenau, elsässisch für Kräuteraue. Es beherbergt sehr schöne Häuser und Brücken. Das Viertel grenzt an das ehemalige Gerberviertel, das ein ebenso einheitliches, wenn auch schlichteres Bild als die Innenstadt aufweist. Hier am Ufer der Lauch mit Kopfsteinpflaster und vielen Restaurants und Weinstuben ist Colmar besonders pittoresk. Hier zeigt Colmar sich von seiner romantischsten Seite. Der Fluss Lauch schlängelt sich an bunten, verzierten Fachwerkhäusern entlang. Gerade weil dieser Ort in Colmar so beliebt ist, sucht man ihn am besten nicht zu den touristischen Stoßzeiten auf, sondern kommt entweder frühmorgens oder am späten Nachmittag hierhin. Man kann auch eine kleine Bootsfahrt auf dem Fluss unternehmen und sich entlang der Kanäle schippern lassen. Der neu gestaltete Quai de la Poissonnière setzt der Schönheit dieses Gebietes noch das Krönchen auf. Von der Petersbrücke hat man die beste Aussicht auf diesen Straßenzug. Er zählt zu den meist fotografierten Motiven der Stadt. Hier an den Ufern des Quai de la Poissonnière wohnten einst die Fischer in den Fachwerkhäusern. Hier befand sich auch der Ort, an dem die Fischer ihren Fang verkauften. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurde ein Verkauf in der Markthalle angeboten, der Marché Couvert. Das aus Sandstein errichtete Gebäude mit seinen roten Fensterläden grenzt sich optisch deutlich von den Fachwerkhäusern der Umgebung ab. Es ist ein Genuss, einfach durch die Markthalle zu schlendern und dem geschäftigen Treiben zuzusehen. Und eines ist gewiss, etwas viel Frischeres als hier wird man in Colmar nicht finden. Die Häuser in Colmars Altstadt erzählen viele Geschichten. Das aus der Renaissance stammende Käufhaus in der Grande Rue berichtet mit seiner Balustrade und den Torbogen vom Reichtum der Stadt. Viel zu sehen gibt's auch in der Rue des Marchands, etwa die Maison Pfister mit geschnitztem Balkon, zweistöckigem Erker sowie der Darstellung der Habsburger Kaiser auf der Fassade. Der beherrschende Sakralbau der Stadt Colmar ist das Martinsmünster, die katholische Stiftskirche St. Martin. Es ist hier in der Region eines der bedeutendsten gotischen Bauwerke. Hier am Place de la Cathédrale an der Südseite der Kirche befindet sich ein Trinkwasserbrunnen, der einem an heißen Sommertagen Abkühlung verschafft. Der Platz ist schön gestaltet. Der enge Platz der Innenstadt wurde hier optimal genutzt und obwohl es nur maximal 20 Meter bis zur Häuserfront sind, hat man von überall einen schönen Blick auf die Kathedrale. Von mehreren verhältnismäßig kleinen Portalen der Kirche sind einige zugemauert. Auffallend ist das farbige Ziegeldach mit Bezügen sowohl zum Burgund als auch nach Franken.
Die massiven Stützpfeiler der Fassade leihen dem Gebäude vorne einen etwas schwerfälligen Aspekt, der mit dem luftigen Aussehen der hohen spätgotischen Chorfenster kontrastiert. Im weitläufigen Inneren, das durch die Französische Revolution herbe Verluste an der Ausstattung erleiden musste, sind bemerkenswert der im Elsass einzigartige Chorumgang mit dichtem Kapellenkranz sowie der erhaltene mittelalterliche Altar und die Bleiglasfenster aus dem frühen 13. Jahrhundert. Man muss nur etwa 100 Meter in nordwestlicher Richtung durch die Altstadt weitergehen und man gelangt zur Dominikanerkirche. Sie ist die zweitgrößte Kirche von Colmar, ist aber heute weltberühmt als Ausstellungsort der Madonna im Rosenhag von Martin Schongauer. Dies ist ein unbestrittenes Hauptwerk deutscher Malerei. Die Madonna im Rosenhag befindet sich im Eingang zum Chor. Hier wurde sie 1973 aufgestellt. Sie stellt die Madonna in einer Laube sitzend dar. In der unteren Partie ist ein blumenreicher Garten zu sehen. Das Bild ist auf Goldgrund gemalt. Die Madonna trägt ein tiefrotes Kleid, das als Hinweis auf das Blut der Passion gedeutet werden kann. Die Darstellung der Flora, vor allem Rosen in verschiedenen Blütenstadien, sowie die Fauna zeugen von einer genauen Beobachtung und hervorragenden Wiedergabefähigkeit der Natur. Den deutschen Einfluss auf die Region kann man an vielen Stellen in Colmar sehen, aber nirgends ist er mir so bewusst geworden wie hier. Das Elsass war immer mal wieder deutsch, zuletzt bis 1945. Und trotzdem hat es mich sehr gewundert, dass der Kreuzweg vollständig in deutscher Sprache gehalten ist. Wenn du dich für weitere Sehenswürdigkeiten aus Frankreich interessierst, dann findest du in der beigefügten Playlist bestimmt ein weiteres Video für dich. Und wenn du Videos vor allen anderen sehen willst, dann werde Kanalmitglied. Bis hierhin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.